Was, wenn ich dir sage, dass dein Sternzeichen gelogen ist? Was, wenn das gesamte Horoskopsystem auf einer jahrtausendealten Vertuschung basiert? 12.000 Jahre alt, so alt ist das vergrabene Wissen, das sie dir verschweigen. Während du heute dein Horoskop liest und glaubst, du seist ein Löwe oder Fisch, gab es ursprünglich 13 Tierkreiszeichen. Das 13. wurde bewusst aus der Geschichte getilgt. Warum? Wer hatte ein Interesse daran, kosmisches Wissen zu verstümmeln? Die Antwort liegt in den Steinruinen der Türkei vergraben. Göbekli Tepe, offiziell ein primitiver Tempelkomplex, entpuppt sich als hochentwickeltes Observatorium, das präziser war als alles, was die Babylonier je erschaffen haben. Forscher der University of Edinburgh haben 2024 den Code geknackt. V-förmige Symbole auf 11.000 Jahre alten Pfeilern funktionieren als Mondkalender. Das älteste Kalendersystem der Menschheit, versteckt in Stein gemeißelt. Hier kommt der Schock. Diese Steinzeitmenschen kannten bereits die Präzession, eine 26.000-jährige Erdachsenbewegung, die offiziell erst von Hipparchus 134 v. Chr. entdeckt wurde. Kannten unsere Vorfahren kosmische Gesetze, die wir heute vergessen haben? Babylonische Priester-Astronomen verwandelten dieses uralte Wissen in ein Machtwerkzeug. Römische Mithras-Kulte verschlüsselten Sternkarten in religiösen Reliefs. Ägyptische Pharaonen legitimierten ihre Herrschaft durch himmlische Zyklen. Überall dieselbe Frage. Wer kontrolliert die Sterne, kontrolliert die Menschen? Warum spricht darüber niemand? Warum ignoriert die Mainstream-Wissenschaft diese Verbindungen? Du wirst Antworten finden, die dein Weltbild erschüttern. Denn die Wahrheit liegt nicht in den Sternen, sie liegt in den Steinen unserer Ahnen. Wenn du bereit bist, hinter die Kulissen der offiziellen Geschichte zu blicken, dann lass uns gemeinsam in diese verborgene Welt eintauchen. Abonniere jetzt, denn was du gleich erfährst, werden sie dir in keiner Schule erzählen. Erstes Kapitel: Das mesopotamische Rätsel. Wer lehrte die Babylonier? Die offizielle Geschichte beginnt in Mesopotamien um 3000 vor Christus. Doch hier stößt du sofort auf das erste Mysterium. Wie entwickelten nomadische Hirten plötzlich ein astronomisches System von atemberaubender Präzision? Der Keilschriftkatalog Mul-Apin aus dem 7. Jahrhundert vor Christus listet 66 Sterne und Sternbilder auf. Skorpion, Zwillinge, Stier, Namen, die wir heute noch verwenden. Doch die mathematischen Berechnungen dahinter hätten Jahrhunderte der Beobachtung erfordert. Woher kommt dieses Wissen? Professor Gennadi Evgenjewitsch Kurtik von der Universität Moskau stößt auf eine erschreckende Tatsache. Die babylonischen Astronomen arbeiteten mit einer Genauigkeit, als hätten sie bereits fertige Vorlagen. Um 1000 vor Christus teilten sie den Himmel in 12 exakte Abschnitte, eine mathematische Meisterleistung, die moderne Computer voraussetzt. Hier wird es mysteriös. Die Babylonier kannten das Drei-Sterne-System der Götter Anu, Enlil und Ea. Jeder Bereich war einem Himmelsgott zugeordnet, jeder Monat einem Sternbild. Doch woher stammte diese göttliche Ordnung? Die Antwort führt in verbotenes Terrain. Die Babylonier behaupteten selbst, ihr Wissen von den Apkallu erhalten zu haben, mysteriösen Fischgestalten, die aus dem Meer kamen und Zivilisation brachten. Mythologie oder verschlüsselte Erinnerung an vergessene Lehrer? Astronom Kidinu 420 vor Christus verfeinerte diese Systeme mit Planetenberechnungen, die erst im Mittelalter übertroffen wurden. Seine Präzessionberechnungen waren so exakt, dass moderne NASA-Daten sie bestätigen. Die alarmierende Erkenntnis: die Babylonier erfanden nichts. Sie bewahrten uraltes Wissen, dessen Ursprung sie selbst nicht kannten. Doch wer waren die wahren Erschaffer des Tierkreises? Die Antwort liegt tiefer, in Schichten der Geschichte, die noch brisanter sind. Zweites Kapitel: Das verbotene 13. Zeichen Ophiuchus und die große Vertuschung. Hier beginnt die systematische Manipulation. Es gab niemals nur 12 Tierkreiszeichen. Das 13. war Ophiuchus, der Schlangenträger. Die NASA-Daten beweisen unwiderlegbar: die Sonne durchläuft zwischen dem 30. November und 18. Dezember dieses Sternbild. Warum wurde es ausradiert? Die offizielle Erklärung ist lächerlich. Die Babylonier wollten 12 Zeichen, weil ihr Kalender 12 Monate hatte. Als ob brillante Himmelsbeobachter ihre Wissenschaft politischen Kalenderreformen unterordnen würden. Die Realität ist schockierender.
Ophiuchus repräsentiert Asklepios, den Gott der Heilkunst, der Tote zum Leben erwecken konnte. Zeus tötete ihn aus Furcht vor dieser Macht. Die Symbolik ist kein Zufall. Ein Sternzeichen der Transformation und Wiedergeburt passte nicht in die Herrschaftsstrukturen der Antike. Wer profitierte von dieser Löschung? Priester-Astronomen, die ihre Macht auf unveränderliche Zwölferzyklen gründeten. 12 ist durch 2, 3, 4 und 6 teilbar. Perfekt für Steuern, Tribute und religiöse Zeremonien. 13 hätte ihre mathematischen Machtspiele zerstört. Das Skandalöse: Stephen Schmidt entdeckte 1970, dass alle Sternzeichendaten durch die Präzession um 24 Tage verschoben sind. Dr. Parke Kunkel von der University of Minnesota bestätigt, wer glaubt, Löwe zu sein, ist wahrscheinlich Krebs. Göbekli Tepe enthüllt das ursprüngliche System. Der archäologische Fundort Nevali Chori zeigt in seiner untersten Schicht 13 T-förmige Säulen, 8000 Jahre vor den Babyloniern. Ein 13er Tierkreis aus der Steinzeit, strategisch überflutet und dem Atatürk-Stausee geopfert. Die Schlangensymbolik durchzieht alle Kulturen: Mesopotamiens Nira, Ägyptens Ouroboros, die Schlange im Paradies. Überall dasselbe verbotene Wissen. Doch das war erst der Anfang. Was Göbekli Tepe wirklich verbirgt, sprengt jede Vorstellungskraft. 3. Kapitel: Göbekli Tepe, das verbotene Observatorium der Steinzeit. 3. Kapitel: Göbekli Tepe, das verbotene Observatorium der Steinzeit. Jetzt explodieren alle Mythen. Göbekli Tepe ist nicht nur der älteste Tempelkomplex der Welt, es ist ein gigantisches astronomisches Computersystem aus Stein. Die offizielle Archäologie nennt es einen Kultplatz primitiver Jäger. Ein Hohn angesichts der Fakten. Dr. Martin Sweatman von der University of Edinburgh hat 2024 den Code geknackt, den sie jahrzehntelang ignorierten. Die V-förmigen Symbole auf Pfeiler 43 sind ein funktionierender Mondkalender mit 11 Schalttagen. Das älteste bekannte Kalendersystem der Menschheit, 11.000 Jahre alt. Die Entschlüsselung ist verblüffend. 14 V-Symbole ist gleich ein Mondmonat, 29 bis 30 Tage. 11 Quadrate sind gleich 11 weitere Mondmonate. Zusätzliche V-Symbole markieren die epagomenalen Tage. Das Ergebnis ist 365 Tage. Ein Sonnenjahrkalender aus der Steinzeit. Warum wird das verschwiegen? Weil es das Märchen vom primitiven Menschen vernichtet. Diese Steinzeitmenschen kannten die Präzession, die 26.000-jährige Erdachsenverschiebung, die offiziell erst 134 v. Chr. Entdeckt wurde. Professor Giulio Magli vom Mailänder Polytechnikum bewies das Unmögliche. Die zentralen Pfeiler von Anlage D sind millimetergenau auf den Untergang des Sterns Deneb ausgerichtet, vor 12.000 Jahren zur Sommersonnenwende. Eine astronomische Perfektion, die moderne Technik voraussetzt. Die Tiersymbole sind keine harmlosen Schnitzereien. Der Geier entspricht dem Sternbild Schwan, der Skorpion unserem Skorpion, der Stier möglicherweise Capricornus. Alles basiert auf exakten Präzessionsberechnungen. Karahan Tepe, 45 Kilometer entfernt, bestätigt das System. Ein aus dem Felsen gehauener Pool mit 11 Säulen folgt derselben Logik. Kreisförmiger Bereich ist der Mondmonat, 11 Säulen ist der Jahreszyklus. Die vernichtende Erkenntnis: bereits Jäger und Sammler der Steinzeit besaßen astronomisches Wissen, das die Babylonier nur kopierten. Göbekli Tepe war kein Kultplatz. Es war ein wissenschaftliches Instrument von unvorstellbarer Raffinesse. Noch explosiver wird es, wenn wir sehen, wie dieses Wissen als politische Waffe eingesetzt wurde. 4. Kapitel: Mithras Mysterien. Sterne als Waffen der Macht. Die dunkelste Seite kosmischen Wissens enthüllt sich. Im Römischen Reich entstand ein Kult, der Astronomie zur perfekten Herrschaftswaffe verwandelte, der Mithras-Kult. Über 400 unterirdische Tempel im gesamten Reich, alle astronomisch ausgerichtet, alle mit derselben manipulativen Botschaft. Das zentrale Bild zeigt Mithras beim scheinbaren Töten eines Stiers. Die offizielle Deutung: ein Opferritual. Die schockierende Realität: es ist eine kodierte Sternkarte, die das Ende von Weltzeitaltern verkündet. Dr. David Ulanzi von der University of Pennsylvania entschlüsselte das Geheimnis: der Stier repräsentiert Taurus, der Skorpion Scorpius, der Hund Canis Major. Mithras selbst verkörpert Perseus,
den neuen Himmelsherrscher. Die Szene zeigt den Übergang der Zeitalter durch Präzession, das Ende der Stier-Ära und den Beginn der Zwillingezeit. Warum diese Verschlüsselung? Professor Roger Beck von der University of Toronto fand die Antwort in den Mithrän von Ostia. Sternkarten an den Decken zeigen exakte Planetenkonstellationen. Inschriften verkünden: Du hast uns durch dein Blut gerettet, nachdem du die Ewigkeit geboren hast. Das perfide: Der Kult verwandelte Astronomie in totale Kontrolle. Soldaten und Beamte lernten ihre Loyalität zu Rom als Gehorsam gegenüber der kosmischen Ordnung zu verstehen. Die Sterne legitimierten Eroberung und Unterdrückung. Kaiser wie Commodus und Diokletian förderten den Kult strategisch. Wer die Himmelsmechanik kontrollierte, kontrollierte das Imperium. Präzessionswissen wurde zur ultimativen Herrschaftswaffe. Der Niedergang kam mit dem Christentum. Kaiser Konstantin ließ ab 312 nach Christus systematisch alle Mithrän zerstören. Die astronomischen Reliefs wurden zertrümmert, die Bibliotheken verbrannt. Mit ihnen verschwand jahrtausendealtes Wissen über die Verbindung von Himmelsmechanik und irdischer Macht. Doch eine Entdeckung stellt alles auf den Kopf. Die Präzession selbst entpuppt sich als Schlüssel zu einem noch größeren Geheimnis. 5. Kapitel: Das 26.000 Jahre alte Geheimnis, die Präzession als Weltenuhr. Hier enthüllt sich das Masterpuzzle. Die Präzession, eine 26.000 Jahre dauernde Erdachsenbewegung, war das ultimative Geheimwissen allen astronomischen Verstehens. Wer sie durchschaute, entschlüsselte die Mechanik der Geschichte selbst. Hipparchus entdeckte sie angeblich 134 v. Chr. Eine dreiste Lüge. Dr. Giorgio de Santillana und Hertha von Dechend von der Universität Frankfurt bewiesen in Hamlet's Mill: Präzessionsmythen durchziehen alle alten Kulturen. Das Wissen ist Jahrtausende älter. Die Mechanik ist verblüffend. Alle 2160 Jahre wechselt das Sternbild der Frühjahrstag- und Nachtgleiche. Dadurch entstehen Weltzeitalter, Stierzeit 4000 bis 2000 v. Chr., Widderzeit 2000 v. Chr. bis Kalenderstart, Fischezeit, Neukalenderstart bis 2000 nach Christus, Wassermannzeit ab 2000er Jahre. Aber warum sollten diese Zyklen von Bedeutung sein? Die Antwort ist erschütternd. Alle großen Zivilisationen entstanden und vergingen im Rhythmus der Präzession. Ägypten blühte im Stierzeitalter, Rom im Widderzeitalter, das Christentum im Fischezeitalter. Ägyptische Pyramiden beweisen millimetergenaues Präzessionswissen. Der Luftschacht der Cheops-Pyramide zeigte um 2450 v. Chr. Exakt auf Tuban im Drachen, damals der Polarstern. Heute zeigt derselbe Schacht ins Leere. Keine zufällige Verschiebung, sondern mathematisch kalkulierte Berechnung. Professor Alexander Thom von Oxford bewies: Steinkreise in Schottland aus der Bronzezeit sind auf verschiedene Präzessionsphasen kalibriert. Stonehenge wurde über Jahrhunderte neu justiert, um den Präzessionsdrift zu korrigieren. Die politischen Implikationen waren explosiv. Priesterastronomen konnten durch Präzessionswissen den Aufstieg neuer Dynastien vorhersagen. Sie wussten, wann Zeitalter enden und neue beginnen. Das ultimative Herrschaftswissen. Die schockierende Erkenntnis: Geschichte folgt kosmischen Zyklen. Die Präzession ist eine 26.000-jährige Weltenuhr und wer ihre Zeiger lesen kann, durchschaut die Zukunft der Zivilisation. Aber die größte Überraschung kommt zum Schluss. Dieses Wissen ist nie verschwunden. 6. Kapitel: Die verborgene Kontinuitäten, das globale Sternenwissen-Netzwerk. Die finale Enthüllung zerstört alles, was du über isolierte Kulturen glaubtest. Dr. Juan Antonio Belmonte vom Instituto de Astrofísica de Canarias dokumentierte 2023 einen historischen Schock. 89% aller antiken Tempelkomplexe von Ägypten bis Kambodscha sind astronomisch ausgerichtet. Ein globales Netzwerk astronomischen Wissens. Warum thematisieren Universitäten das nicht? Weil es das Dogma isolierter Kulturen pulverisiert. Das chinesische System mit 28 Xiu zeigt dieselben Grundprinzipien wie das babylonische Zwölfersystem. Professor David Pankenier von der Lehigh University bewies: Chinesische Astronomen kannten die Präzession um 300 v. Chr., völlig unabhängig von griechischen Quellen.
Die DNA-Analyse enthüllt weitere Geheimnisse. Nevallichori weist genetische Verbindungen zu späteren mesopotamischen Kulturen auf. Astronomisches Wissen wurde nicht nur über Symbole tradiert, sondern über Blutlinien. Familien von Sterndeutern bewahrten geheimes Wissen über Generationen. Das Skyscape-Konsortium unter Dr. Fabio Silva kartiert über 2000 astronomisch ausgerichtete Strukturen weltweit. Das Ergebnis erschüttert: ein 40.000 Jahre altes Wissensnetz, das alle Kontinente umspannt. Wer koordinierte diese globale astronomische Kultur? Satellitenaufnahmen enthüllen immer neue Schocks. LIDAR-Scans zeigten 2019, dass Angkor Wat Teil eines gewaltigen astronomischen Komplexes ist, der perfekte Präzisionsberechnungen kodiert. Ähnliche Entdeckungen in Peru, Bolivien, der Türkei folgen. Die umwälzende Wahrheit: unsere Vorfahren waren in einem globalen Informationsnetzwerk verbunden, das moderne Kommunikation vorwegnimmt. Megalithische Observatorien dienten als Koordinationspunkte einer planetaren Zivilisation. Die Ironie: während moderne Astronomie die Astrologie widerlegt, bestätigt sie die unglaubliche Brillanz antiker Himmelsbeobachtungen. Aber sie weigert sich, die Verbindungen zu sehen. Wer orchestrierte dieses globale Wissensnetz? Warum verschwand es? Und leben seine Nachfahren noch heute unter uns als Hüter verborgenen Wissens? Die Tierkreiszeichen sind nur der oberflächliche Rest eines kosmischen Wissenssystems, das unsere Zivilisation übertrifft. Du hast eine 12.000 Jahre alte Reise hinter dir, von den V-Symbolen Göbekli Tepes bis zu den zerstörten Mithras-Tempeln. Was bleibt, ist eine erschütternde Erkenntnis. Das, was wir Horoskop nennen, ist der verstümmelte Rest eines kosmischen Wissenssystems, das unsere Zivilisation übertrifft. Das vergessene 13. Zeichen Ophiuchus ist mehr als ein astronomischer Fehler. Es ist ein Symbol für systematisch vergrabenes Wissen. Die Präzession, diese 26.000-jährige kosmische Uhr, war für unsere Vorfahren kein abstraktes Phänomen, sondern der Schlüssel zur Deutung von Geschichte und Zukunft. Besonders alarmierend ist die Kontinuität der Vertuschung. Von babylonischen Priestern über römische Kaiser bis zu modernen Universitäten. Überall derselbe Reflex: kosmisches Wissen zu kontrollieren oder zu verschleiern. Die Wahrheit liegt in den Steinen. Göbekli Tepe, Stonehenge, Angkor Wat. Ein globales Netzwerk astronomischer Perfektion, das moderne Wissenschaft in den Schatten stellt. Steinzeitmenschen, die Weltzeitalter berechneten. Kulturen, die über Kontinente hinweg koordiniert waren. Aber hier ist die entscheidende Frage: Sind wir heute die Erben oder die Vergessenen dieser kosmischen Tradition? Leben die wahren Sterndeuter noch unter uns, als Hüter eines Wissens, das Zivilisationen formt? Glaubst du, dass die Sterne unser Schicksal lenken oder dass Menschen die Sterne zu lenken verstehen? Schreib deine Gedanken in die Kommentare. Ich will wissen,